Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 26 Contest. Irrsicht. Ich denke, du hast ihn bereits in dein Herz geschlossen und so akzeptiert, wie er ist. Man gewöhnt sich an die Macken seiner Freunde und liebt sie so, wie sie eben sind, erklärt mir Beppo weise, während ich mir über mein schwarzes Top noch ein Hemd streife. Ich lasse es offen. Nachdenklich gehe ich still mit Beppo an Deck, wo ich sofort von jedem der Mannschaft belagert werde. Heißt das, man bemerkt die Macken irgendwann nicht mehr und würde sie sogar vermissen? Alle gratulieren mir, dass ich nun endlich offiziell zur Crew gehöre. Die meisten Leute, die sich, meist etwas zu fest und mit einer leichten Röte im Gesicht gegen mich drücken, kenne ich, wenn überhaupt, nur vom Sehen her. Nur mit wenigen wie Dan oder Uni habe ich ab und zu mal ein Wort gewechselt, wenn sie mir im Flur entgegengekommen sind. Etwas überfordert umarme ich meinen neuen Nakama der Reihe nach und blicke mich hilfesuchend um. Wie eben Beppo erzählt, ist plötzlich Trafalgar neben mir und bietet mir breit grinsend seine Hand an. Einen Moment lang kann ich ihn und dann seine ausgestreckte Hand nur erstaunt anstarren, scheint er ebenfalls in Feierlaune zu sein. Eifrig nicke ich, bevor er mich einfach aus der Menge zieht, hochhebt und dann abseits auf einen Stuhl wieder runterlässt. Gleich darauf hält er mir einen Krug Sake vor die Nase, welchen ich lächelnd annehme und von dem ich mir einige Schlücke genehmige. Gedankenverloren blicke ich auf die Flüssigkeit in meinem Krug. Sake. Ich könnte mehr als die Hälfte der Crew unter den Tisch trinken. Das verdanke ich den Piraten, wobei ich danken nicht wirklich sagen kann. Kleines? Reißt mich die Stimme des Kapitäns aus meinen düsteren Gedanken. Erneut kommt es mir einen kurzen Moment lang so vor, als hätte er mich erneut aus einer engen Umgebung gezogen und dann davon abgelenkt. Wenn der Krug leer ist, ist er leer, merkt er belustigt an, worauf ich rot anlaufe, da ich tatsächlich an einem leeren Krug nuckle. Hier, sagt er für seine Verhältnisse freundlich und hält mir eine Flasche Sake hin. Ich frage mich kurz, weswegen Trafalgar so gute Laune hat, schiebe den Gedanken jedoch schnell wieder beiseite. Schließlich ist heute erstens ein wunderbarer Tag und zweitens steckt sein breites Grinsen einfach an. Danke, Captain. Bei dem letzten Wort muss ich einfach strahlen. Bin ich endlich eine Piratin. Mein neuer Kapitän starrt mich lange an, weswegen ich mit meiner Hand vor seinem Gesicht winke, bis er verwirrt blinzelt und endlich die Flasche loslässt. Etwa jetzt schon besoffen? Necke ich ihn und stupse ihn belustigt mit der Schulter an. Er funkelt mich vernichtend an, doch ich bin nur überglücklich, jetzt Piratin zu sein. Weder als Gefangene noch ungewollt, sondern bei meinen liebsten und engsten Vertrauten, weswegen ich ihm ein strahlendes Lächeln schenke. Daraufhin starrt er mich erneut an und seine eigene Flasche rutscht ihm aus der Hand. Als sie auf seinen Schoß trifft, spritzen einige der Tropfen bis zu mir und der restliche Inhalt entleert sich auf dem geliebten Pullover des Halbgottes. Während ich ihn laut auslache, weil er sich zuerst nur verwirrt umgesehen hat, steht er fluchend auf, wischt sich grob mit dem Handrücken einige Tropfen aus dem Gesicht und beginnt das durchnässte Kleidungsstück auszuziehen. Die Aufmerksamkeit legt sich auf uns, was wir nur am Rande mitbekommen, sind wir beide anders beschäftigt. Vor Lachen muss ich die Flasche wegstellen, da ich nun, mir den Bauch haltend, auf dem Boden liege. Plötzlich spüre ich den Inhalt meiner Flasche in meinem Gesicht und auf meinem Oberkörper. Erschrocken schreie und springe ich auf und ziehe genau wie der Irre mein Top und Hemd aus. Warum glaube ich immer noch, dass sich dieser Dämon wie ein Halbgott benehmen könnte? Er hat nichts von einem Gott, er ist einfach... Ich bin gerade dabei, mein BH zu öffnen, als mein Bruder meine Hände festhält. Sorry, Imoto, aber nicht hier. Der klebt aber wegen dem Idioten, keife ich gereizt und funkle Law wütend an. Damit musst du jetzt leben, bestimmt Sashi streng, bevor ich missmutig nicke. Ich sehe mich kurz um und wirklich alle starren mich an. Es ist mir etwas unangenehm, da das einige Erinnerungen wachruft. Mach was gegen diese unangenehmen Blicke. Ich fordere dich zum Wetttrinken heraus, blaffe ich Trafalgar an und stelle mich mit ausgestrecktem Zeigefinger vor ihn. Er beginnt bereit zu grinsen. Lass das lieber, Imoto, versucht mein Bruder es mir auszureden, doch ich drücke ihn beiläufig zur Seite und halte meinem Gegner eine Flasche hin. Der Verlierer tut einen Tag lang das, was der andere will, schlage ich ihm als Gewinn vor, während die Mannschaft vollkommen still geworden ist und sich um uns versammelt hat. Schief grinsend greift er ebenfalls nach einer Flasche und stößt dann mit mir an. Abgemacht, bestätigt er, während das Trio fassungslos etwas in sich zusammensackt und die Köpfe schüttelt. Kurzerhand haben wir uns an einen Tisch mitten auf Deck gesetzt, die Mannschaft sitzend und stehend um uns herum. Beppo, unser beider bester Freund, ist der Schiedsrichter. Die Regeln sind klar. Es geht nicht um die Schnelligkeit, sondern um die Menge,
erklärt uns der Teddy noch ein letztes Mal. Wir nicken nur, starren unseren Gegenüber an. Und los! Bestimmt Beppo, worauf die Crew gröhlend beginnt, uns anzufeuern. Ich klopfe 3-mal auf den Tisch, ergreife dann den Sake und kippe ihn in einem runter. Obwohl ich ihn ächze, schlinge ich ihn nicht runter, sondern trinke gesittet und ruhig. Aus dem Augenwinkel beobachte ich Trafalgar, der genau wie ich die Ruhe weg hat. Wir sind wahrscheinlich die einzigen Piraten weltweit, die bei einem Wettkampf Manieren behalten. Ich stelle meinen Krug zurück und fülle ihn bereits wieder auf, als Law ebenfalls fertig ist. Nett wie ich bin, schütte ich auch ihm gelassen ein. Während uns die Mannschaft entgeistert anstarrt, grinst mich mein Kapitän schief an. Mir fällt mein letzter Gedanke ein und ich muss laut loslachen. Selbst in dem Gesicht meines Gegners erkenne ich einen Hauch von Verwirrung. Kaum habe ich mich etwas beruhigt, teile ich ihm meinen Gedanken mit. Ich dachte eben, dass wir beiden die einzigen Piraten mit Manieren sind und jetzt, guck, erkläre ich ihm, bevor ich wieder in einen Lachkrampf verfalle. Ich deute lachend auf meine Nakama. Trafalgar besieht sie sich und scheint jetzt auch zu verstehen, wieso ich lache. Und zu meiner Überraschung lacht er auch. Sofort erstickt mein Gelächter und ich beginne wie von selbst jede Sekunde in meinem Kopf abzuspeichern, während ich ihn einfach nur beim Lachen beobachte. Ich sehe ihn zum ersten Mal lachen. Total süß und hübsch. Ich schüttle meinen Kopf, klopfe 3-mal auf den Tisch und setze dann erneut meinen Krug an die Lippen. »Wieso klopfst du immer?« fragt mich Law, dem es anscheinend wieder mal als erstes aufgefallen ist. Ich verschlucke mich, huste und sehe ihn dann entgeistert an. Alte Angewohnheit, weiche ich unsicher aus, bevor ich erneut trinke, diesmal ohne zu klopfen. Die Wahrheit erzähle ich ihm vielleicht irgendwann einmal. Wir sind beide bei dem 13. Krug. Trafalgar ist nicht weiter auf meine Klopferei eingegangen und hat stattdessen irgendwann mitgemacht. Das sorgte dafür, dass wir alles synchron machen und immer gleich auf sind. Nur wenige sind noch wach, darunter Sashi und Beppo. Entschuldige, ich werd müde, sagen wir unentschieden, beschließt Beppo gähnend und macht sich ans Gehen. Es gibt kein Unentschieden, fordern wir gleichzeitig wie aus einem Munde und wenden uns fassungslos an den Bären. Doch, befiehlt Sashi uns schnippig, steht auf, schnappt sich Beppo und geht mit ihm unter Deck. Wir sehen ihnen nach, bevor ich betrübt auf eine der leeren Flaschen sehe. Sie haben recht, nicht, dass du eine Alkoholvergiftung bekommst, beginnt mein Gegenüber und lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Missmutig sehe ich zu ihm auf. Wenn ich früher keine hatte, dann werde ich bei dem bisschen ganz sicher keine bekommen, antworte ich gleichgültig und lehne mich ebenfalls zurück. Erst jetzt, wo es so still und keine Sau mehr bei Bewusstsein ist, bemerke ich, dass wir ja immer noch halbnackt sind. Angestrengt zwinge ich mich, ihm ins Gesicht zu sehen, was ihm scheinbar einfacher fällt als mir. Arroganter Sack. Wie meinst du das? Ich mustere ihn eindringlich. Vertraue ich ihm zwar, siegt jedoch das Schamgefühl. Ich kann es ihm nicht sagen. Das sage ich dir vielleicht irgendwann mal, lächle ich ihn frech an, worauf er mir einen bösen Blick schenkt. Du hältst viel aus. Danke, du auch. Das sollte kein Kompliment sein. Frauen sollten nicht trinken wie ein schwarzes Loch, lächelt er spöttisch, worauf ich ihn vernichtend ansehe. Gefällt dir, was du siehst? Fragt er mich plötzlich. Nicht bemerkt, dass ich ihn mal wieder angestarrt habe, laufe ich tot an. Dieser alte Saftsack! Schmollend starre ich ihn an. Dämon, ganz klar. Ruckartig stehe ich auf, sodass mein Stuhl umkippt und gehe auf Law zu. Mit hochgezogenen Augenbrauen sieht er mich an. Ich drehe seinen Stuhl schnell zu mir und setze mich dann einfach quer auf seinen Schoß. Verwundert sieht er mich an, während er seine Hände hochgehoben hat, um mich nicht zu berühren. Ja, was dagegen? Antworte ich ihm patzig und werfe mein Bein über seine, sodass ich rittlings auf ihm sitze. Ich schlinge meine Arme um seinen Hals und sehe ihm in die Augen, wobei ich mich wirklich zusammenreißen muss, um nicht lauthals loszulachen. Wie eine Kuh stiert er mich an, während sich ein leichtes Rosa auf seine Wangen legt. Ich erinnere mich an den Moment, an dem ich seine Tattoos begutachtet habe. Langsam nähere ich mich seinem Gesicht, bis ich mit meiner Stirn an seiner bin. Ich spüre, dass er die Luft anhält und schlucken muss. Hä? Fieber hast du aber nicht, meine ich so naiv wie möglich und setze mich wieder aufrecht hin. Es dauert einen kurzen Moment, bis er wieder zu sich kommt, den ich nutze, um aufzustehen. Kurz darauf erscheinen mehrere Wutadern auf seinem Gesicht und ich stelle zufrieden fest, dass er wütend ist, darauf reingefallen zu sein. Auf seine eigene Provokation vom letzten Mal. Auch wenn er versucht, emotionslos zu bleiben, sieht man ihn förmlich kochen. Schnell mache ich mich lachend und mit einem Zwinkern aus dem Staub.